Es ist schön, wir haben uns vor wenigen Wochen in Frankfurt getroffen, bei der Deutschen Bischofskonferenz. Und da hat Schäferfan noch scherzhaft gesagt, hier Bruder Jürgen kann ich in Rom rumführen. Und da siehst du mal, wo wir jetzt sind. Die Franziskaner sind ja dafür bekannt, dass sie sehr aufgeschlossen sind, auch für den Dialog mit anderen Religionen. Das liegt ja auch in der Begegnung vom heiligen Franziskus mit dem Sultan Malik el-Kamil 1219. Und wir feiern ja jetzt 2019 800 Jahre Jubiläum dieser historischen und unheimlich wichtigen Begegnung zwischen beiden Religionsvertretern. Wir kennen uns ja auch vom interreligiösen Dialog in Deutschland. Da bist du ja sehr aktiv gewesen, jetzt mittlerweile, wie lange schon in Rom? In Rom bin ich jetzt erst seit 1,5 Jahren. Davor habe ich 34 Jahre in Deutschland interreligiösen Dialog betrieben. Ne? Also wir haben das seit 82 angefangen, seit dem Franziskus-Jubiläum, weil da unsere Mitbrüder, die in muslimischen Ländern leben, eine Versammlung hatten und uns aufgefordert haben, uns für einen Dialog zu engagieren. Haben wir das begonnen. Gibt es hier in Rom auch interreligiösen Dialog vor allem mit islamischen Organisationen oder Gemeinden? Also ich kenne gut Coreis, C-O-R-E-I-S, das ist eine islamische Organisation, und den Chef, den Pallavicini, Yahya Pallavicini, den kenne ich gut. Wir haben uns getroffen in Assisi. Da war 2011 das 25-jährige Jubiläum des Friedensgebetes und da war er dann auch gewesen. Da haben wir uns kennengelernt. Ich war auch mit meinen Jugendgruppen öfters mal hier in der Moschee gewesen, die ist ja sehr schön. Die ist ein bisschen außerhalb, hinter Flaminio noch ein bisschen raus, am Tiber gelegen direkt. Und da waren wir öfters mal gewesen. So. Und ich bin erst ich habe viele Freunde hier. Also ich habe auch viele Bangladeschi als Freunde. Und so, also ganz gemischt hier. Und bei uns im Kloster in San Francesco Arriba wohnen viele Flüchtlinge mit. Und eine Reihe von denen sind Muslime, die auch bei uns im Kloster mitleben, mit Essen, alles, ihr ganzes Leben da führen. Und das klappt ganz gut. Ne? Würdest du vielleicht nochmal aus franziskanischer Sicht nochmal etwas zu der Begegnung vom heiligen Franziskus mit dem Sultan erzählen? Ja gut, also der Franziskus ist hier von Italien losgefahren und erst nach Akko und dann nach Damiette. In Damiette gab es Kreuzzug. Das heißt, eigentlich die päpstlichen Truppen versuchten damals, oder die westlichen Truppen, die versuchten, den damaligen Sultan, der eben auch für Jerusalem zuständig war, der Al-Malik al-Kamil, die versuchten da quasi die zu besiegen und damit alles anzubekommen. Dummer Gedanke. Und der Sultan war sehr friedfertig, der hat öfters Friedensangebote gemacht, hat ihnen auch öfters angeboten, Jerusalem zu bekommen und auch die Kriegsgefangenen freizulassen und zu bekommen, aber die haben das nicht angenommen. Die waren Hardliner. Und der Franziskus ist da hingekommen, der sah, dass die nicht sehr christlich leben in ihrem Lager, dass das ganze Ansehen nicht so christlich war, und hat ihnen auch gesagt, ihr werdet verlieren. Und dann hat er gebeten, dass er zum Sultan gehen darf. Er wollte natürlich den Sultan bekehren, das war damals die Zeit, es gab keinen Dialog, sondern man wollte den anderen bekehren. Also er ist zum Sultan gegangen, wollte ihn auch bekehren, aber er hat einen Menschen getroffen, der sehr religiös war. Der Sultan war ein frommer Muslim. Und die beiden sind sich begegnet und haben sich irgendwie schätzen gelernt. Jedenfalls, wir haben nicht so viele Fakten von der Begegnung selber. Nur, dass sie stattgefunden hat, das ist also sehr belegt. Aber was da passiert ist, da hat keiner von erzählt. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass es eben eine fruchtbare Begegnung war, weil man beim Franziskus nachher in seinen Schriften ein bisschen davon erlebt. Nämlich einmal hat er uns in die Regel reingeschrieben, wir sollen friedlich unter Muslimen leben und ihnen dienstbar sein. Und das war für Christen damals nicht selbstverständlich. Dann hat er uns geschrieben, hat vielleicht den Minarettruf erlebt und hat dann so einen Aufruf gemacht an die Fürsten hier der Völker, dass sie zum Gebet aufrufen, auch zum Abendgebet aufrufen. Also ein bisschen in Anlehnung an den Minarettruf. Er hat auch ein Gebet geschrieben, wo wir denken, da könnten Einflüsse von den 99 schönen Namen Gottes drin sein, weil er auch da Gott mit ganz vielen Namen preist. Ne? Insofern gibt es bei ihm da Früchte von dieser Begegnung. Es ist ihm nicht gelungen, den Sultan zu bekehren, deswegen hat er auch nie wieder davon gesprochen, aber seine Biografen haben darüber geschrieben und die haben den Sultan positiv beschrieben.
bei den Christen, damals wurde sehr schlecht über ihn gesprochen, immer die grausame Bestie und so wurde er genannt. Und die Franziskanerbiografen schreiben, dass der Sultan ihn höflich aufgenommen hat und ihn höflich behandelt hat. Also die schreiben positiv vom Sultan. Und das ist eigentlich eine gewaltige Sache gewesen damals. Und seitdem leben wir unter Muslimen in vielen Ländern. Also es fing an mit Palästina und Ägypten und Syrien und Marokko. Marokko auch gleichzeitig. In Marokko sind wir auch seit 1219. Die feiern das im Moment. Unser Generalminister ist zurzeit in Marokko, um da mit der französischen Familie die 800 Jahre in Marokko zu feiern. Und da sind wir auch immer geblieben. Dann waren wir auch mal in Tunesien eine Weile und in anderen Ländern. In Libyen stellen wir im Moment die Bischöfe. In Indonesien sind wir, in Pakistan. Aber wir sind in vielen muslimischen Ländern. In der Türkei sind wir immer gewesen, seit 800 Jahren. Und als der Fatih Mehmed Istanbul erobert hat, hat er die erste Nacht in unserem Kloster verbracht. Und ist auch nochmal wiedergekommen, als Dankeschön später mal zu den Brüdern. Hat da an einer Messe teilgenommen, von Ferne natürlich und so, aber und insofern gab es da immer Berührungspunkte. Und in Bosnien waren wir die den Frieden machten zwischen Fatih und Fatih Mehmed, der es erobert hatte, und der Bevölkerung. Also wir haben ihn gefragt, dass wir Religionsfreiheit bekommen für die Christen. Dafür würden wir bleiben und weiter Handel treiben und so. Und das ist auch passiert da in Bosnien. Insofern haben wir seitdem eine jahrhundertelange Geschichte von Präsenz von Franziskanern unter Muslimen, die meistens positiv war. Und wir sind dankbar für die Freundschaft mit den Franziskanern, dass wir gemeinsam teilhaben können an der göttlichen Gunst überall auf der Welt. Und wir sind auch sehr froh mit der Freundschaft mit Sufi-Orden. Also wir hatten seit 85 Kontakt in Deutschland mit der Tarika Alawiya gehabt. Mit euch hatte ich auch schon sehr früh Kontakt. Und dann auch mit die heißen, also die Deutsche Muslimliga ist ja auch eine Sufi-Ordensgemeinschaft, so mit dem Sheikh Bashir. Da habe ich auch seit 85 den Kontakt. Und in Istanbul haben wir sehr viel Kontakt mit den Mevlevi. Da mit den Derwischen von Mevlana Rumi. Und die waren auch mit uns schon hier in Rom. Und die sind in diesem Jahr mit uns 3-mal nach Frankreich gekommen und haben da auch interreligiöse Begegnungen gehabt. Und ich war mit einer christlich-muslimischen Gruppe 2-mal in Istanbul und wir haben die dann auch immer getroffen da und mit denen einen sehr guten Austausch gehabt. Die sind so fit und so gut im weiten Denken. Das war immer sehr erfreulich für uns. Mevlana Jalaleddin Rumi hat das sehr schön zusammengefasst. Komm, wer immer du bist, ganz gleich an was du glaubst oder wie du glaubst, und auch wenn du 1000-mal dein Wort gebrochen hast, wir sind ja schwache Menschen, auch in unserer Dienerschaft, und sind nicht sündenfrei, auch wenn wir versuchen, fromm nach den Regeln unserer Religion zu leben. Auch wenn man 1000-mal sich fehlerhaft benommen hat, dennoch ist man willkommen. Das ist ein toller Satz, das ist ein sagenhafter Satz. Ja. Und er hat es wunderbar zum Ausdruck gebracht. Ja. Und das jetzt auch mittlerweile 800 Jahre, kann man sagen. Mevlana Rumi hat ja zeitgleich mit Franziskus gelebt. Und das sind wunderbare Persönlichkeiten und Größen in der Geschichte, die für Toleranz stehen, die für Freiheit im Glauben. Letztendlich steht im Koran, wir haben euch unterschiedliche Wege gegeben, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt und in einem guten Austausch seid. Und man soll das Gute nehmen und das, was einem nicht gefällt, einfach lassen und so nach vorne schauen. Ein friedliches Miteinander funktioniert nur auf diese Art und Weise, dass man die Begegnung schätzt, sich gegenseitig respektiert und wenn Allah in die Herzen dann die Liebe gibt, dann sich auch vielleicht liebt. Aber letztendlich geht es Liebe das Geschöpf um des Schöpfers willen in der Sufi-Tradition. Und jedes Geschöpf ist Gott gewollt so erschaffen. Mit seinem Denken, mit seinem Fühlen, mit seinem Glauben. Und das soll unsere Message hier auch aus Rom sein in die Welt. Vor allem für dieses Jahr, 800 Jahre christlich-islamischer Dialog. Dank den Franziskanern. Und Sultan Malik al-Kamil war ja auch ein Sufi, als Nachfahre von Salatin Ayyubi. Hat er auch in der Sufi-Tradition gelebt
Und das sind wunderschöne historische Persönlichkeiten, wunderschöne Beispiele, die man nicht oft genug nennen kann und vorführen, präsentieren kann. Und wir sind dankbar, dass wir in dieser Tradition uns auch heute noch auch überall auf der Welt begegnen können. Freut mich sehr. Frieden und alles Gute. Pax et bonum. Pax et bonum. Frieden und alles Gute. Salam alaikum. Alaikum.